Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Weiter geht's in meiner No-Bake-Reihe und zwar zeige ich euch heute ein 18 cm Durchmesser-Törtchen, also richtig schön klein, für 2 bis maximal 4 Personen. Und zwar ein No-Bake-Mango-Törtchen mit Frischkäse, Sahne und natürlich der leckeren Mango. Dieses Törtchen ist super einfach gezaubert, ihr müsst wieder nicht backen und ihr könnt dieses Törtchen auch natürlich für eine größere Gesellschaft zubereiten. Dann einfach die Zutaten verdoppeln oder verdreifachen, je nachdem, welche Form ihr verwendet. Also wenn ihr sie verdoppelt, dann könnt ihr eine 22 bis 24 cm Form nehmen. Und wenn ihr die Zutaten verdreifacht oder zweieinhalbfacht, dann könnt ihr bis 28 cm raufgehen. Am besten eine gängige Umrechnungstabelle dafür dann benutzen. Ich zeige das Törtchen deswegen heute so klein, weil mich einige Leute auch gefragt haben, hey, kannst du nicht mal was zeigen für 2 bis 4 Personen? Denn uns ist das zu viel, wir schaffen das nicht alleine. Deswegen, jetzt komme ich diesem Wunsch gerne nach. Und wir fangen an mit dem Krümelboden. Das geht super einfach und das Törtchen ist im Nu im Kühlschrank und kann gebacken werden. Ja, und wir starten wie immer mit den Keksen und der Butter. Die Kekse werden zerkleinert, die Butter wird zerlassen und dann können wir uns unseren Boden auch schon zusammenmixen. Und wir geben uns einfach die zerlassene Butter jetzt hier dazu, zu den Krümeln. Und ich weiß, diejenigen unter euch, die das klassische Backen gewöhnt sind, fürchten sich so ein bisschen vor dem Krümelboden. Aber das ist eine tolle Möglichkeit, wenn man mal keine Zeit hat und einfach nur die Kekse im Haus hat und einfach auch was ganz Einfaches machen möchte und nicht den Ofen anschmeißen möchte. Also traut euch unbedingt dran. Es ist nämlich ein richtig leckerer Boden und gerade bei den jüngeren Leuten kommt dieser Boden super gut an. Das Ganze wird jetzt einfach nur miteinander schön vermischt. Die Zutaten und das Rezept zum Ausdrucken findet ihr übrigens wie immer bei mir unten in der Infobox. Da gibt es einen Link zu meinem Blog und da könnt ihr euch das Rezept dann auch ausdrucken. So, wenn das Ganze so schön vermischt ist, dann geben wir uns das schon in unsere Form. Wie gesagt, meine Form ist diesmal 18 cm nur klein und hier ist sie auch schon. Jetzt sieht sie hier natürlich groß aus, aber sie ist wirklich klein. 18 cm im Durchmesser und da passt diese Menge genau rein. So, und jetzt die Krümel schön in der Form verteilen, dass der Boden auch gleichmäßig wird und dann erst festdrücken. Und da könnt ihr die Kekse verwenden, die ihr gerne mögt oder die ihr auch da habt. So, und jetzt das Ganze schön festdrücken. Dann nehme ich mir hier meinen kleinen Spatel. Ihr könnt auch ein kleines Glas nehmen, aber bei so einer Mini-Form, da ist so ein Mini-Spatel auch genau das Richtige. Und wenn ihr eine größere Torte zubereitet und die umsetzen wollt auf eine andere Platte, dann müsst ihr unten drunter ein Backpapier befestigen oder eine Tortenpappe schon zurechtschneiden und sie mit unten reingeben, denn sonst lässt sich das Törtchen sehr, sehr schwer nur verheben. Und wer natürlich unbedingt einen Boden backen will, der kann das gerne tun. Einfach den Lieblingsboden backen, der dazu passt. Also ihr habt jetzt sozusagen bei den ganzen No-Bake-Törtchen Grundrezepte, die ich euch zeige für Cremes, die ihr auch mit verschiedenen Böden dann verwenden könnt. Fertig ist der wunderschöne Krümelboden. Der kommt jetzt erstmal für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank und in der Zeit machen wir uns die Füllung fertig. So, und für die Füllung, die wir jetzt in der Zeit zubereiten, nehme ich einfach hier Frischkäse. Ich habe jetzt hier Philadelphia genommen, aber ihr könnt auch jeden anderen Frischkäse verwenden. Ihr könnt auch Mascarpone nehmen. Das geht genauso gut. Den vermische ich mir jetzt gerade ein bisschen. So, er sollte einfach so ein bisschen fluffig sein, dann ist er schon fertig gemixt. Und jetzt kommt hier die Sahne ungeschlagen dazu. Und jetzt schlage ich das Ganze erstmal kurz an, dass es sich vermischt und schlage das so lange, bis es dick wird. Nicht zu lange schlagen, genau wie bei dem üblichen Sahneschlagen auch. You as you sleep.
Ja, und sobald die Mischung so ein bisschen dicker geworden ist und ein Schnitt sichtbar bleibt, also einfach die Sahne so ein bisschen stehen bleibt und der Frischkäse, dann ist das Ganze fertig geschlagen. Dann nicht mehr weiter rühren, denn wir brauchen jetzt auch noch die Schokolade, die werden wir uns noch unterrühren. Und die weiße Schokolade habe ich mir vorher schon geschmolzen und ein bisschen abkühlen lassen, damit sie einfach jetzt nicht zu warm ist, wenn ich sie hier mit hineingebe. Das Ganze jetzt sofort vermischen. So, das reicht auch schon und ihr seht, wie wunderschön jetzt die Mischung geworden ist. Jetzt fügen wir uns noch das Mango-Mousse hinzu und da habe ich mir jetzt einfach Mango genommen und die gemixt. Ihr könnt frische Mango verwenden oder aber einfach welche aus der Dose nehmen oder auch tiefgekühlte Mango auftauen und dann vermixen. Einfach, dass es ein Mousse wird. In Amerika gibt es das in Dosen, bei uns nicht, aber wir können uns das ganz gut herstellen. So, einmal noch kurz durchrühren. Oh, wunderschön, schon allein die Creme. Jetzt kommt natürlich hier noch das Mango-Mousse dazu. Das Mango-Mousse auch gerade unterrühren. Wunderbar. Fehlt nur noch der Zitronensaft und dann ist unsere Füllung fast fertig, denn wir werden zur Sicherheit noch etwas Gelatine mit hinzufügen. 2 Esslöffel Zitronensaft. Das gerade noch unterrühren. Okay. Einmal noch mit dem Spatel durchgehen und gar nicht so viel rühren, dass die Mischung nicht irgendwie komisch wird, grisselig wird vielleicht, sondern einfach nur ganz sanft verrühren. Ja, und jetzt nehmen wir uns noch die Gelatine, die habe ich mir gerade in dem abgegossenen Mangosaft eingeweicht. Erhitzen die kurz, lösen die kurz auf, gleichen sie an, wie immer. Ihr wisst inzwischen, wie es geht, ich zeige es aber auch gleich nochmal. Ja, und dann können wir das hier einrühren und dann ist unsere Füllung auch schon fertig und kann auf den Boden gegeben werden. So, ich habe jetzt hier gemahlene weiße Gelatine, die gebe ich mir hier gerade in ein Schüsselchen und gebe etwas von dem Mangosaft dazu. Ihr könnt auch Wasser nehmen, wenn ihr keinen Saft habt. Also wenn ihr frische Mango habt, dann habt ihr vielleicht keinen Saft. Und zwar so ungefähr 6 Esslöffel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ganze schön vermischen, dass die Gelatine sich so ein bisschen schon mal auflöst in dem Saft. Und dann gerade etwas quellen lassen und erwärmen. Wenn ihr keine Mikrowelle habt, dann einfach in einem Töpfchen das Ganze machen, in einem kleinen Töpfchen auf dem Herd erhitzen. Nicht kochen bitte. Bei mir war die Gelatine jetzt kurz in der Mikrowelle. Das dauert immer nur wenige Sekunden. Dann ist sie schon schön warm und aufgelöst. Und jetzt können wir sie angleichen mit unserer Creme und sie dann ganz unterrühren. Und das machen wir wie immer so, dass wir einfach uns nach und nach bis zu 6 Esslöffel von der Mangocreme hier in die Gelatine-Mischung geben und die schön verrühren, sodass die Temperatur sich angleicht und wir eben dann nachher die Gelatine auch klümpchenfrei hier in die Mangocreme einrühren können. Ich mache das immer unterrühren, damit einfach wirklich nichts klumpt. Da geht man dann sicher. Jetzt sind die beiden Temperaturen angeglichen und wir können uns die Gelatine hier hineinrühren. Am besten auch unterrühren,
damit wirklich nichts klumpt. Alles schön verteilen. Selbstverständlich könnt ihr jetzt hier auch Blattgelatine verwenden. Da wisst ihr ja auch, wie das geht. Oder eben auch Agatine. Das ist überhaupt kein Problem. Es muss nur passend für die Menge sein. So, und die schön verrührte Creme, die geben wir jetzt auf den Boden. Ich nehme jetzt wirklich alles. Wem das zu voll ist, der kann vielleicht auch sogar eine 20er Form verwenden. Das ist fast ein bisschen viel für die kleine Form. Gerade ein paar Mal aufstumpen, damit die Luftblasen an die Oberfläche kommen und die Creme sich so ein bisschen setzt. Und ich habe es jetzt ein bisschen zu voll gemacht, die Form. Lasst ein bisschen Rand, denn hier oben kommt ja noch der restliche Mango Swirl oben auf. Und sonst haben wir dafür gar keinen Platz. So, und jetzt nehmen wir uns den restlichen Mango-Püree und tropfen es einfach gerade hier so in Flecken oben auf. Und jetzt können wir einfach mit dem Schaschlikspieß oder mit dem Zahnstocher hier rumgehen und das Ganze so ein bisschen swirlen. Einfach so mal durchgehen. Hier mache ich noch einen Fleck hin. Perfekt schön. So kann man auch übrigens auch Herzen machen. Ihr wisst ja, einfach Punkte machen, ganz gerade Punkte und dann mit der Zahnstocher durchgehen, dann ergeben sich Herzen. So muss das Ganze jetzt am besten über Nacht in den Kühlschrank, mindestens aber 8 Stunden. So, das süße Törtchen war bei mir über Nacht im Kühlschrank und ist sehr schön fest geworden. Also da rührt sich absolut nichts mehr. Jetzt holen wir uns das Törtchen raus und können wir es auch schon servieren. Wer möchte, kann diese Torte natürlich auch mit meinem Biskuit machen, mit dem hellen oder dunklen und die Mangocreme ganz einfach dazwischen machen, statt des Krümelbodens. Das geht natürlich immer. Dafür einfach nur die Mengen umrechnen und schon habt ihr eine große, schöne Mangotorte. Und man kann sie natürlich auch hier oben jetzt noch verzieren mit Sahnehäubchen und allen Pipapo, Mangostückchen. Das mache ich jetzt diesmal nicht, weil ich finde, dass die Dekoration so mit dem Mousse ausreichend ist. Und wir werden es jetzt gleich einfach mal probieren und schauen, wie schmeckt denn diese wunderbare No-Bake-Torte. Ja, und dafür schneiden wir sie uns wie immer raus aus der Form, vorsichtig. Bei Krümelböden ist es immer nicht so ganz so einfach, die Torten rauszubekommen, weil die Böden oft an der Form haften. Muss man sich ein bisschen Zeit lassen, dann geht's auch. Die Torte hat auf jeden Fall super Stand, das steht fest. Und jetzt können wir uns das Törtchen rausnehmen. Vorsichtig öffnen. Dass nichts reißt, einfach wirklich langsam machen. Und wir können das Törtchen aus dem Ring nehmen. Wir werden uns das Törtchen jetzt auf die Tortenplatte geben und dann probieren. Und da müsst ihr jetzt einfach nur mit dem Messer vorsichtig den Boden lösen und es dann rüber heben mit einem Tortenretter oder es einfach direkt auf der Platte servieren. Ich zeige euch das jetzt diesmal einfach mit dem Messer hier entlang fahren, bis sich das Törtchen löst. Das geht am einfachsten natürlich bei so kleinen Törtchen. Bei größeren Törtchen würde ich das nicht empfehlen. Dann besser wirklich direkt auf der Platte, auf der man servieren möchte, dekorieren, füllen. Sonst habt ihr nachher Schwierigkeiten. Und wenn es einmal gelöst ist, dann kann man mit dem Tortenretter ganz leicht drunter gehen. Ihr seht, es geht jetzt super easy. Jetzt ziehe ich mir hier die Platte weg, stelle mir meine Tortenplatte hin und gebe das Törtchen vorsichtig darauf. Möglichst mittig und gehe ganz vorsichtig mit dem
Finger an die Hinterseite, an die Rückseite. Die unschöne Seite gibt es ja bei jeder Torte. Bei mir ist das jetzt hier hinten. Das Törtchen ist auf der Platte und sieht gut aus. So, dann schneiden wir unser super süßes Törtchen einmal an. Ich bin sehr gespannt, wie es schmecken wird. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel because she has someone who makes her happy. Ein perfektes Törtchen, super süß. Es ist wirklich klein, ganz, ganz goldig. Also ein perfektes Törtchen so für den Sweet Table, für eine Hochzeit mit mehreren Törtchen oder natürlich auch als Creme dann für eine größere Torte super geeignet. Ich muss sagen, ein super süßes Törtchen ist das. Natürlich, wie ich vielleicht schon mehrfach gesagt habe, könnt ihr die Creme auch in einer großen Torte verwenden. Einfach die doppelte Menge an Creme verwenden und dann meinen Biskuit, zum Beispiel den hellen oder den dunklen, ganz egal. Auf jeden Fall ist die Creme natürlich auch als Füllcreme für eine normale Bake-Torte geeignet. Jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, ich probiere sie und bin sehr gespannt. Hat sehr guten Stand, also schon mal top. Oh, lecker. Sehr lecker. Sehr fruchtig. Also ein super erfrischendes, fruchtiges Törtchen. Schön gekühlt servieren, damit einfach dieses fruchtige, frische so richtig schön zur Geltung kommt. Ich finde sie so richtig schön lecker, cremig, fruchtig und der Boden ist ein schöner Kontrast dazu. Ich kann sie mir auch wirklich ganz, ganz toll vorstellen als Creme in einer meiner Biskuittorten. Also dafür wäre sie auch super geeignet. Und dann oben opulent dekoriert mit Sahnehäubchen und Mango-Stückchen. Also das wäre auch perfekt. Also ich bin gespannt auf eure Fotos. Das war die super süße Mango No-Bake-Torte. Ein super schönes, schnelles und sehr, sehr hübsches Törtchen. Wenn ihr die Torte groß machen wollt, einfach die doppelte Menge verwenden und einen meiner Biskuits dazu machen und die Torte dann ganz wie üblich dekorieren. Ihr wisst ja inzwischen, wie es geht. Ich wünsche euch dabei ganz viel Freude. Bitte hinterlasst mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Rezept gefallen hat. Vergesst auch bitte nicht euren Kommentar, vielleicht mit Tortenwunsch. Und ja, könnt mir auch gerne wie immer eure Fotos schicken, auf Instagram mich dann einfach vertaggen mit @sugarprincessy, damit ich das sehe und damit ich es auch teilen kann. Ja, und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo und deswegen einfach gerade mal den Abo-Button drücken und dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachbacken, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss!